Also vor allen Dingen für die Manager Deutschlands. Also man stellt sich vor, man hat seine Organisation auf den tiefsten Stand in der 150-jährigen Geschichte gebracht. Die Hälfte der Mannschaft ist weg und von den anderen lässt man sich halt befördern, ja. Und dann stellt man sich vor die Kameras und spuckt große Töne. Das ist Lars Klingbeil. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das muss man erst mal bringen. Lars Klingbeil fährt die SPD historisch gegen die Wand und wird befördert. Aber es kommt noch besser. Selbst in den eigenen Reihen will ihn keiner mehr. Eine SPD-Arbeitsgemeinschaft fordert offen einen kompletten Austausch der Parteispitze und spricht Klartext über das Führungsversagen. Doch Klingbeil klammert sich weiter an die Macht. Wie das abläuft und warum diese Farce alles über die SPD sagt, jetzt im Video. Lasst ein Like da, wenn ihr diesen Wahnsinn nicht fassen könnt. Abonniert für mehr Klartext und schreibt in die Kommentare. Wird Klingbeil sich halten oder ist er bald weg vom Fenster? Auf geht's. Hallo nach Berlin. Ja, und wir beginnen mit dem Gewinner des Tages. Das ist Lars Klingbeil. Historisch schlechte Performance bei der Bundestagswahl und trotzdem eine Beförderung. Das ist nicht schlecht, oder? Nee, das ist doch ein gutes Signal für alle, bei denen es gerade nicht läuft, ne? Also vor allen Dingen für die Manager Deutschlands. Also man stellt sich vor, man hat seine Organisation auf den tiefsten Stand in der 150-jährigen Geschichte gebracht. Die Hälfte der Mannschaft ist weg und von den anderen lässt man sich halt befördern, ja. Und dann stellt man sich vor die Kameras und spuckt große Töne. Das ist Lars Klingbeil. Muss man erst mal können. Der Verlierer des Tages ist aber tatsächlich ein Wahlverlierer, das BSW. Ganz knapp nicht reingekommen in den Bundestag. Aber jetzt gibt es eine weitere interessante Begründung, woran das gelegen haben könnte. Ja, es wird mir jeden Tag ein bisschen absurder, habe ich heute gelesen bei Fabio De Masi, einem der engsten Vertrauten von Frau Wagenknecht. Also, das BSW sei auf den Wahlzetteln unterhalb des Knicks einsortiert worden. Und das hätten ältere Menschen nicht so schnell gefunden und das dann auch verwechselt mit anderen Parteien. Und deswegen hat das BSW am Ende den Einzug in den Bundestag nicht geschafft. Also, weil man auf der falschen Stelle auf dem Wahlzettel stand. Und da habe ich gedacht, stimmt, ich habe da auch geguckt und habe das BSW nicht gefunden und habe deshalb bei der deutlich privilegierteren FDP, die nämlich drüber stand, über dem Knick meine Stimme gemacht. Ja, wie das ausgegangen ist, das wissen wir ja auf jeden Fall alle. Die ist sogar noch schlechter abgeschnitten. Da blicken wir lieber auf die Nachricht des Tages. Die kommt aus den USA. Jetzt gibt es Details zum Rohstoffabkommen mit der Ukraine. Ja, das geht ja schon seit ein bisschen längerem. Also der Trump-Emissär, der Finanzminister, war neulich da und hat gesagt, also das müsse hier unterschrieben werden, hat dann dem Zelensky so einen Zettel rübergeschoben über den Tisch, wo eben er dann auf die seltenen Erden und andere Bodenschätze in der Ukraine verzichten sollte. Und als der dann sagte, der arme Zelensky, da müsste er doch mal drauf gucken, mit seinem Team sprechen, sagte der Mann aus Washington, ja, da werden einige Leute in Washington sehr unglücklich sein. Ich würde mal sagen, das ist die Sprache der Mafia. Das ist Erpressung und damit haben wir es leider auch zu tun. Also die USA unter Donald Trump, ein Schurkenstaat, der sich am Ende auf Erpressung verlegt, um die Schwächeren einzuschüchtern. Auch das könnte schon der Aufreger des Tages sein. Das ist aber noch mal ein anderes Thema. Jedenfalls haben Sie sich für ein anderes entschieden. Da geht es um die Nichtregierungsorganisationen, zumindest die, die staatlich gefördert werden. Und die empören sich jetzt, weil die CDU nachfragt, wofür diese Organisationen eigentlich Geld ausgeben. Ja, die Szene ist in heller Aufregung. Ein Anschlag auf die Demokratie, so sagt es die Linkspartei, Sven Giegold von den Grünen.
Hier soll die Zivilgesellschaft überwacht werden. Was ist passiert? Die CDU hat eine kleine Anfrage eingebracht im Deutschen Bundestag, wo es darum geht, was also ist eigentlich die staatliche Förderung von einer Reihe von NGOs, die ja, wie wir wissen, in den letzten Wochen vor allem auch gegen die CDU aufgerufen hat zu Demonstrationen. Man kann ja auch gegen alles Mögliche in Deutschland demonstrieren. Das ist ja grundgesetzlich geschützt, zum Glück. Aber dass man daraus einen Anspruch ableitet auf staatliche Förderung, das ist neu. Das heißt also Überwachung der Zivilgesellschaft, weil die CDU mal nachfragt, wo das Geld zum Teil herkommt. Aber so denkt man in dieser Szene und ich bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht, ob die CDU jetzt auch an dem Punkt klein beigibt oder mal den Rücken durchdrückt und standhaft bleibt. Wir werden sehen. Jan Fleischhauer, ganz herzlichen Dank. Klartext, klare Meinung aus München, danke. Aus Pullach. Ja, das ist ja ein Vorort, ne? Tschüss. Ja, genau. Ja. Das ist doch ein starkes Stück. Die SPD fährt mit Vollgas gegen die Wand, wird bei den Wahlen historisch abgestraft. Und Lars Klingbeil, der packt nicht etwa seine Koffer, sondern macht sich selbst zum Fraktionschef. Er und Saskia Esken haben den Laden doch komplett runtergewirtschaftet. Aber anstatt mal Verantwortung zu übernehmen, klammert er sich weiter an seinen Posten. Glaubt hier ernsthaft jemand, dass sich jetzt irgendwas ändert? Ich nicht. Der wird genauso weitermachen wie bisher. Große Reden schwingen, im TV dieselben alten Ausreden runterbeten und am Ende passiert nichts. Dass jetzt aus den eigenen Reihen der SPD die Rufe laut werden, ihn endlich abzusägen, finde ich absolut richtig. Früher hatten Politiker wenigstens noch Charakter und sind zurückgetreten, wenn sie Mist gebaut haben. Heute, da belohnen sie sich noch selbst für ihr Versagen. Einfach nur peinlich. Was denkt ihr? Hat Klingbeil noch eine Zukunft oder ist das der Anfang vom Ende? Lasst ein Like da, wenn ihr auch genug von diesen Selbstbedienungsladen habt. Abonniert für mehr Klartext und schreibt in die Kommentare, ob er zurücktreten sollte. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du mit Super Thanks ein kleines Zeichen setzen. Einfach auf das Dollarsymbol klicken und deine Unterstützung dalassen. Jeder Beitrag hilft, damit wir weiter ungeschönt die Dinge ansprechen können, die sonst unter den Tisch fallen. Danke für euren Support.